berechnest dem Kunden 6 Stunden, hängst aber immer 18 dran, zahlst es aus deiner Tasche oder musst du mal den Kunden anrufen. Um das zu verhindern, geben wir dir in diesem Video Hilfestellung. Herzlich willkommen zur großen Autolackaffen-Polierserie. Wir wollen euch einfach mal auf den aktuellen Stand unseres persönlichen Polierprozesses bringen und euch zeigen, was wir machen und warum wir es machen. Heute starten wir mit einem GVMA, in dem wir einfach mal den kompletten Prozess der Kundenannahme zum Testverfahren bis hin zum fertigen Ergebnis durchspielen, um dir einfach vielleicht helfen zu können, das Verkalkulieren, was ja häufig vorkommt, zu vermindern. Wenn du nicht genau weißt, wie wir darauf kommen, hör dir mal unseren Podcast an. Falls du ihn noch nicht kennst, du findest ihn auf den gängigen Plattformen iTunes, Spotify, Deezer. Einfach Autolackaffen eingeben, da findest du ihn. Da haben wir ein Format, den Detailer Talk, in dem sprechen wir mit anderen Detailern und fragen die so nach deren häufigsten Problemen. Und in unserer ersten Ausgabe davon hatten wir den Toni dran. Und Toni hat offen gesagt, dass er sich häufig verkalkuliert und dann häufig Stunden aus seiner eigenen Tasche nachzahlt quasi oder zusätzlich an Leistung draufpackt. Es ist unheimlich wichtig, möglichst vom Anfang an, also möglichst schon im ersten Kundengespräch und der ersten Angebotserstellung zu wissen, wie lange brauche ich am Ende an dem Fahrzeug und falls das nicht klappt, welche Faktoren kann ich beeinflussen, um das nicht alles aus meiner Tasche bezahlen zu können. Ganz klar, am Anfang, wenn du ganz am Anfang stehst und noch nicht genau weißt, wie lange brauche ich für einen Poliergang, wie lange brauche ich für 2 Poliergänge, musst du so ein bisschen dich auf andere Werte verlassen, auf so Richtwerte, die dir andere vielleicht nennen und wirst hier und da mit Sicherheit draufpacken, einfach weil dir die Erfahrung fehlt und weil du vielleicht noch nicht so schnell bist wie optimal. Das zählt natürlich nicht dazu. Da musst du aus deiner Tasche draufpacken. Lehrgeld ist nun mal wichtig für jeden zu zahlen, aber es sollte natürlich nicht so sein, dass jeder Polierprozess nach Jahren irgendwie ins Minus läuft oder am Ende noch hinten dran hängt, weil verkalkuliert wurde. Wir fangen jetzt einfach mal an, versuchen dir so ein bisschen so eine Richtlinie geben zu können, eine kleine Guideline, wie du vom Kundengespräch über einen Testspot möglichst alle Faktoren so bestimmst oder berücksichtigst, dass dein Polierprozess gut getimt ist, gut geplant ist und du nicht aus deiner Tasche nacharbeiten musst. So, fangen wir an. Der Kunde fährt auf den Hof und sagt, hey, ich hätte gerne eine Aufbereitung. Dann musst du natürlich mit dem Kunden als allererstes mal den Leistungsumfang besprechen. Ne? Die meisten oder viele kommen mit dem Satz, ich würde gerne eine Aufbereitung haben oder ich hätte gerne mal mein Auto poliert, aber wissen gar nicht ganz genau, was da genau hintersteckt, hinter dieser Aufbereitung oder dem Autopolieren. Ne? Da kann eine schnelle One-Step-Politur für 200, 300, 400 Euro hinterstecken oder ein mehrstufiger Polierprozess im Detailing-Bereich mit Keramikversiegelung für einen 4-stelligen Betrag. Das heißt, du musst erstmal rausfinden, was möchte der Kunde, was für ein Auto handelt es sich und wie wird das Fahrzeug auch bislang gewaschen und danach gewaschen. Das ist meine persönliche Meinung. Ich möchte auch nicht, dass die Leute sinnloserweise zu viel bezahlen. Es gibt immer mal wieder Leute, die sagen, okay, ich gebe das Geld aus, was mir jemand sagt, aber wissen gar nicht, die Leistung zu wertschätzen. Die würden eine Keramikversicherung für, sagen wir mal, 1500 Euro netto bezahlen, fahren aber danach einmal die Woche durch die Waschstraße und können gar nicht diese Leistung honorieren. Für die wäre vielleicht so ein Basispaket oder unser Bestsellerpaket besser geeignet, wo das Fahrzeug einfach einmal vernünftig aufbereitet wird, auf Glanz gebracht wird, um dann in einem guten Zustand zu sein. Man muss lernen, den Kunden ein bisschen zu lesen und herauszufinden, was will er denn eigentlich. Denn andersrum kann es auch sein, wenn ich so einen typischen Basispaketkunden habe, der so 200, 300, 400, vielleicht 500 Euro Budget hat, um sein Auto alle 2 Jahre mal ein bisschen hübsch zu machen und ich dem da ein 1500 Euro Keramikangebot um die Ohren knalle, dass der sofort auf den Hacken kehrt macht, wegfährt und gar nicht weiter mit dir redet, weil er gar nicht genau weiß, was du eigentlich mit ihm oder was du ihm eigentlich noch anbieten kannst. Natürlich ist die große Frage, wie kannst du herausfinden, was der Kunde will, und das ist ganz einfach. Es gibt da so eine alte Weisheit, wer fragt, der führt. Stell dem Kunden einfach Fragen. Finde heraus, wie alt ist das Auto, wie wird das Auto gepflegt, wo parkt das Auto, wäscht er das Auto von Hand, wäscht es in der Waschstraße, wie oft, wie viele Kilometer fährt er, was ist ihm besonders wichtig. Halt eine Lampe auf den Lack, frag ihn, wie er seinen Lackzustand beurteilt. Ne? Anhand dessen kannst du ja sehen, was du siehst und was er sieht. Dann weißt du schon Maßstab, wie er auf den Lack guckt. Frag ihn, ob es ein Alltagswagen ist, ein Zweitwagen und all solche Dinge, denn es macht vielleicht nicht unbedingt Sinn, wenn du jemanden hast, der sein Alltagsfahrzeug zu dir bringt, mit dem er 4 Kilometer auf der Autobahn ballert und das Auto durch die Waschstraße fährt, ein Full Detailing bis in die letzte Ecke zu machen und alles rauszuholen, was geht, gerade jeden letzten Kratzer. Andersrum ein Fahrzeug, was für ihn vielleicht ein Showfahrzeug ist, mit dem er immer nur ab und zu mal zu Veranstaltungen fährt, kannst du natürlich bis auf den letzten Punkt in die Perfektion bringen und auch vielleicht mal einen Kratzer entfernen, den du bei einem Alltagswagen, der vielleicht nochmal einen Kratzer bekommt, nicht entfernen würdest. Solche Dinge vorher zu wissen, sind extrem wichtig, um deine Leistung einfach auf den Punkt zu kalkulieren. Denn
Wie gesagt, wenn du einmal ein Angebot in eine falsche Richtung machst, kann das schon deine letzte Chance gewesen sein. Deswegen versuch den Kunden einzuordnen, biete ihm deine Optionen an. Du hast ja vielleicht 2 oder 3 Optionen, in denen man sich bewegen kann und versuch ihn erstmal in eine dieser Richtungen einzukategorisieren, bevor du dann weiter den Lack begutachtest, damit du nicht deine Zeit und auch nicht die Zeit des Kunden verschwendest. Hast du dich jetzt mit ihm geeinigt, ob ihr euch im Basisbereich, in einem Keramikbereich oder irgendwo in der Mitte bewegt, geht's ans Fahrzeug. Dann guckt ihr euch gemeinsam den Lackzustand an und auch so die Parameter an, die man vorher festlegen kann. Das heißt, guckt euch die Fahrzeuggröße an. Du arbeitest vielleicht in Kategorien oder hast zumindest eine Kalkulationsgrundlage für verschiedene Fahrzeugtypen. Guck dir die Farbe an. Ich brauche dir nicht zu erzählen, dass ein unischwarzes Auto deutlich komplizierter zu polieren ist als ein silbernes Auto. Die Farbe ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. Guck dir danach mit einer hochwertigen Lampe, ich empfehle hier immer noch die Marke ScanGrip, den Lackzustand an. Zeig dem Kunden auch, was du siehst. Nimm ihn auf diese Reise mit, damit er versteht, worüber ihr redet. Frag den Kunden insbesondere nach seinen Schäden oder Defekten, die er kennt. Dann kann er dir schon mal zeigen, dass da ein tiefer Kratzer ist, hier vielleicht ein Steinschlag, da eine Schmarre und vielleicht weist er dich schon auf Waschstraßenkratzer hin. Dann weißt du, der Kunde ist sensibilisiert, der kennt sich damit aus. Guck dir insbesondere die liegenden Flächen an, die sind gerade jetzt im Sommer, wo wir das Video gerade aufnehmen, sehr interessant wegen Wachsflecken, Harzflecken, Insektenpollen und solche Geschichten. Guck dir aber auch die Türkanten, vor allen Dingen die unteren Bereiche an, denn da sind die Waschspuren besonders schlimm, denn da haben wir besonders viel festhaftenden Schmutz wie Flugrost, der starke Kratzer verursacht. Geh mit dem Kunden einmal ums Auto rum und verschafft euch gemeinsam einen Eindruck vom Fahrzeug. Wie gesagt, aus meiner Sicht ist wichtig, dass du den Kunden hier mitnimmst, damit er nämlich am Ende genau versteht, wie sich dein Angebot zusammensetzt und warum du bestimmte Positionen so festlegst, wie du sie festlegst. Wenn du diese Informationen eingeholt hast, bist du im Kopf schon so weit, dass du für dich ein Angebot erstellst. Meine Empfehlung ist jetzt, klär den Kunden über den Umfang deines Angebots auf. Das heißt, wenn du ein Basispaket hast, klär ihn über die Begrenzung auf. Sag, dass das Fahrzeug halt oder dass dieses Paket dazu gedacht ist, den Glanzgrad aufzufrischen, vielleicht 50, 60 oder auch mal mehr Prozent Kratzer zu entfernen, aber kein Perfektionspaket ist, wo es um alle Waschkratzer geht. Frag ihn, ob er mit diesen Waschkratzern Probleme hat. Wenn ihr euch im Keramikpaket bewegt, klär ihn dafür auf, dass du das Fahrzeug für eine Keramik auf einen nahezu perfekten Zustand bringen musst, damit die Keramik lange hält. Klär ihn über eventuelle Garantien auf, wenn du sie gibst. Also nimm ihn auf jeden Fall auf diesem ganzen Prozess mit und sag ihm, in welchem Bereich ihr euch bewegt. Klär ihn über die Faktoren auf. Sag ihm, dass seine Lackfarbe eher günstig oder eher ungünstig zu polieren ist, dass es vielleicht teurer wird, weil es unischwarz ist. Klär über die Fahrzeuggröße auf. Ne? Viele haben nämlich diesen Punkt, die sagen, ich habe doch ein X3, das ist kein SUV. Ne? Dann kannst du ihn auch mit reinnehmen und sagen, ja, es ist kein großer SUV wie ein X5, allerdings hat er auch viele Kanten, die sehr aufwendig zu polieren sind. Je mehr du den Kunden hier mitnimmst, desto weniger fällt er am Ende um, wenn er den Preis sieht. Ne? Desto mehr versteht er, was du da genau machst. Und dann bist du auch wirklich so weit, dem Kunden ein Angebot zu schreiben. Ich würde dir empfehlen, dass ihr das Angebot zusammenschreibt. Nimm ihn, wenn es geht, mit an deinen Rechner, an dein Kalkulationsprogramm. Wir arbeiten ja da mit PDR Cloud, wie ihr wisst. Da kann ich sehr schön direkt an der Fahrzeugübersicht Sachen kalkulieren, aber welches du auch immer benutzt, nimm ihn dort mit hin. Gib die Punkte ein, die du vorher besprochen hast, sodass er den Prozess der Kalkulation sieht und wirklich nachvollziehen kann, was da passiert. Manchmal ist es so, da geht es nun mal nicht anders. Da muss ich auch den Kunden erstmal wegschicken oder ein Mitarbeiter von mir nimmt was auf und ich schicke ihm im Nachhinein ein Angebot. Es ist aber viel schöner, wenn der Kunde das Entstehen oder diesen Prozess dieses Angebots sieht, als wenn er einfach nur einen Batzen als Summe am Ende steht, weil was die Leute als erstes sehen, ist nochmal die Summe unterm Strich und dann fangen sie erst an, sich in deine Position reinzulesen. Aber wenn unterm Strich schon das Gefühl kommt, boah, es ist teuer, wird es sehr schwer, dass der Kunde sich selber davon überzeugt, dass es die Leistung wert ist. Von daher ist quasi das Pferd von hinten aufzäumen der schlechtere Weg, sondern wenn du von oben anfängst, die Kalkulation runterzubrechen, von der Wäsche über die Politur bis hin zur Versiegelung, kann der Kunde Schritt für Schritt sehen, wie sich der Preis zusammensetzt, wie viel Arbeit auch hintersteht und sieht dann unten erst das unterm Strich. Zum Stichwort Arbeit. Ich würde dir auch empfehlen, keine Pauschalpreise auszuweisen, sondern wirklich in Arbeitsstunden oder in Arbeitswerten zu arbeiten, damit der Kunde dazu ein Verhältnis hat. Erklär ihm, da sag ihm, hier sind die Arbeitswerte, 10 Arbeitswerte oder 10 AW sind eine Stunde. So sieht der Kunde, boah, hier sind ja 18 Stunden Arbeit reingeflossen und kann das Verhältnis dieses Preises am Ende viel besser verstehen. Berücksichtige beim Angebot auch den Verschmutzungsgrad des Fahrzeugs, in dem es angekommen ist. Je schmutziger das Fahrzeug ist, desto mehr Puffer musst du vielleicht für den Kunden in dein Angebot einbauen. Wir zum Beispiel machen es so, dass wir in jedes Angebot, wo poliert wird, 10% Puffer schon mal einbauen, natürlich mit Zustimmung des Kunden, wo wir sagen, im Rahmen dieser 10% würden wir dich nicht jedes Mal anrufen, wenn wir noch ein Kratzerchen mehr entdecken oder hier und da nochmal einen halben Durchgang mehr fahren müssen.
erklär dem Kunden das auch so, dass es einfach den Prozess verbessert und das Ergebnis verbessert. Sollte das Fahrzeug sehr schmutzig sein, würde ich den Kunden auch darauf hinweisen, dass bei der Wäsche natürlich noch Sachen zutage treten können, wie stark anhaftende Verschmutzung, Kratzer, die abgedeckt sind, irgendwelche zugeschmierten Sachen oder einfach Defekte, die du nicht sehen konntest. Weil dann ist es nicht so unangenehm, wenn der Kunde das Angebot annimmt, zu dir zur Aufbereitung kommt und du ihm sagst, boah, wir müssen jetzt hier nochmal 200 € drauflegen, weil das Fahrzeug jetzt im gewaschenen Zustand ganz anders aussieht als am Ende oder als der Kunde ankam. Weil das sind nämlich die Punkte, dafür kannst du nichts. Wie ich eingangs sagte, gibt es die Punkte, da hast du dich verkalkuliert, weil du noch wenig Erfahrung hast oder einfach was falsch eingeschätzt hast. Das ist meiner Meinung, solltest du selber tragen. Da sollte der Kunde nicht drunter leiden. Das ist so, wie der Toni das auch gesagt hat, da legst du dann dabei drauf. Sind aber Sachen, die du nicht sehen konntest, weil das Fahrzeug verschmutzt war, zugeschmiert war oder sonst irgendwelche Einflüsse auch bei dem Fahrzeug waren, sollte man transparent mit dem Kunden in Kommunikation treten und ihm sagen, hey, aus dem und dem Grund wird es ein Tick teurer. Wenn du deinen Kunden vorher schon darauf vorbereitet hast, indem du ihm sagst und ins Angebot schreibst, Fahrzeug war verschmutzt, dann fällt er da auch nicht aus allen Wolken. Und du magst es nicht glauben, ist es auch wichtig, den Kunden über Dinge aufzuklären, die du nicht beseitigen kannst. Sprich, sofern du die Kratzer siehst, gleich über die Kratzer, die durch sind, die sich nicht wegpolieren lassen. Zeig ihm Steinschläge, erklär ihm, dass sie nicht durch eine Politur weggehen. Genauso wie Kocher, Schleifspuren im Spachtel, Silikoneinschlüsse, was auch immer da nicht in deiner Leistung mit bei ist. Auch wenn es für dich überflüssig erscheinen mag, du kannst dir nicht vorstellen, wie oft wir schon Diskussionen mit Kunden haben, die sagen, ja, die Steinschläge waren vorher noch nicht da. Wo ich dann sagen musste, ja, wir sind jetzt hier nicht mit dem Auto über die Autobahn gefahren, wie dem auch sei einfach hier transparent, klär gleich darüber mit auf, was im Rahmen einer Fahrzeugaufbereitung nicht beseitigt werden kann. Allein schon, weil dein Kunde dann vielleicht sagt, oh, das wusste ich nicht, dann lasse ich doch die Haube vorher noch mal lackieren. Das wäre auch einfach in dem Bereich schon mal ganz sinnvoll, als wenn du das Auto polierst, Keramik versiegelst und der dann eine keramikversiegelte Haube nochmal zum Lackierer tragen muss. Einfach ungünstig und wirkt einfach nicht so gut. Klär das einfach vorher schon. Jetzt stellen wir uns vor, du warst so transparent, der Kunde ist ganz begeistert und nimmt dein Angebot an. Du machst einen Termin mit ihm und er kommt zu dir in deine Aufbereitungswerkstatt und es geht an die Aufbereitung. Ganz klar, Fahrzeug wird natürlich erstmal gewaschen, vorbereitet, abgeklebt, was auch immer du alles als vorbereitende Schritte machst, ist jetzt nicht Thema dieses Videos. Bevor du die Poliermaschine in die Hand nimmst, gibt es noch 2 wichtige Schritte, die du unbedingt machen solltest. Schritt Nummer 1, berücksichtige die Lackschichtige. Geh unbedingt ums Auto und miss, wo du messen kannst, die Lackschichtige. Wir werden dazu auch nochmal ein genaues Video machen, wie, was, wo, auch wie man ein Protokoll dazu erstellt. Aber welches Gerät du auch immer benutzt, mach es auf jeden Fall aus 2 Gründen. Thema Nummer 1, zu dünne Lacke. Auch hier möchte ich noch einmal kurz anreißen. Wir haben es in dem 25 Stunden poliert immer noch Kratzer da Video geschrieben. Man muss berücksichtigen, was mit dem Fahrzeug passiert. Wird es noch jahrelang gefahren, häufig gewaschen, dann habe ich einfach nicht oder halte ich es nicht für sinnvoll, da bis zum letzten Kratzer zu gehen und alles wie ein Irrer nochmal rauszuschleifen und rauszupolieren. Einfach weil danach nichts mehr möglich ist. Dann ist nämlich Sense, wenn irgendwas in den Lack kommt. Dann lasse ich lieber nochmal 2, 3 Kratzer drin, erkläre das dem Kunden so und bin da transparent. Habe ich ein Showfahrzeug, was danach in die Ecke gestellt wird, fast nie mehr gereinigt wird, weil es immer sauber bleibt, kann ich natürlich bis zum Äußersten gehen. Das muss man einfach berücksichtigen. Genauso, und jetzt kommen wir perfekt zum nächsten Punkt, habe ich nachlackierte Teile, können sich die Defekte auf diesem Teil komplett von den anderen abweichen. Wird gleich sehr wichtig beim Testspot. Bevor ich nämlich meinen Testspot mache, kommt nämlich der zweite Punkt, den ich nannte, erstmal nach der Lackschichtdicke, die finale Defektanalyse. Ich gehe hier nochmal ums ganze Fahrzeug, gucke mir die Bauteile an und analysiere, welche Defekte habe ich. Swirls, Rits, Hologramme, das lösen wir auch alles in einem gesonderten Video auf, da gehen wir nochmal drauf ein. Aber das ist natürlich wichtig zu wissen, um meinen Polierprozess darauf abstimmen zu können. Dann habe ich vorrangig Swirls, muss ich anders arbeiten, als wenn ich vorrangig Hologramme habe. Oder gerade Waschlinien von so einer Waschbürste zum Beispiel. Das ist eine ganz andere Defektart, die ich auf eine andere Weise bearbeite. Nach diesen beiden vorbereitenden Handlungen geht es dann endlich an den Testspot und dann wirst du auch erfahren, ob deine Kalkulation hinhaut. Denn jetzt nimmst du dir eine Kombination, in der Regel in der Mitte, und fängst an auszuprobieren, wie kann ich denn bei dem Fahrzeug das optimale Ergebnis erreichen, unter Berücksichtigung des Kundenbudgets und natürlich auch der Zielsetzung. Also will ich eine 95% Geschichte haben oder ist eher die Zeit vorrangig, weil ich eine One-Step-Arbeit habe im Rahmen eines Basispakets zum Beispiel. Das kannst du an der Stelle rausfinden und es ist meiner Meinung nach auch sehr wichtig, dass du bei jedem Aufbereitungspaket, da wo poliert wird, einen Testspot machst und nicht nach Schema F einfach drauf polierst, um wirklich auch im Rahmen eines Basispakets das bestmögliche Paket oder die bestmögliche Leistung für den Kunden erreichen zu können. Und dazu zählen neben der richtigen Politur auch die richtige Poliermaschine und das richtige Polierpad. Das genaue Video zum Testspot
gibt es schon einmal von uns. Wir werden es jetzt auch nochmal updaten, kommt auch demnächst, dann kannst du da auf jeden Fall nochmal reingucken. Denk unbedingt auch dran beim Testboard, wenn du herausgefunden hast, dass du verschiedene Lackschichtdicken hast, also vielleicht nachlackierte Teile, dass du auf jedem Bauteil, was von einer Norm abweicht, einen eigenen Testboard machst, spätestens wenn du da ankommst oder wenn du im One-Step-Verfahren unterwegs bist, dass du es im Hinterkopf hast, wenn du an das Bauteil kommst, dass es sein kann, dass der Lack sich anders verhält. Das ist auch ganz wichtig zu berücksichtigen, dass du dann am Ende nicht aus allen Wolken fällst. Jetzt geht's los, du weißt, wie poliert wird, du weißt, ob es mit der Kalko klappt, du weißt, ob du vielleicht den Kunden nochmal anrufen musst, ob du hier und da nochmal nachbessern musst. Nichtsdestotrotz kann es natürlich im Polierprozess passieren, dass in Bereichen, die stärker zerkratzt sind, vielleicht doch mehr Aufwand nötig ist oder vielleicht mal der eine oder andere Kratzer drin bleibt, den du doch noch entfernen würdest und wo du dir die Rücksprache vom Kunden nochmal einholen musst. Wie gesagt, deswegen arbeiten wir ganz gerne mit dieser 10%-Regelung. Ich hatte bis jetzt auch noch keinen Kunden, der die abgelehnt hat, wenn ich es ihm erklärt habe, einfach weil du dann bei einer Keramik so im Bereich zwischen einer Stunde und 3 Stunden, je nach Auftragsvolumen, also Preis, nochmal Puffer hast, um einfach nochmal mehr Leistung zu machen, um ein optimales Ergebnis abzugeben. Denn denk dran, jedes Auto, was bei dir rausgeht, ist deine Visitenkarte. Und natürlich können wir den Kunden nicht vorschreiben, was sie für Leistungen buchen. Natürlich hat der Kunde das Budget und entscheidet, was gemacht wird. Aber manchmal muss man auch bestimmte Leistungen und bestimmte Wünsche ablehnen, wenn die Gefahr besteht, dass dein Ruf darunter leidet. Weil, glaub mir eins, der Kunde wird dich am Ende nicht vor seinen Freunden verteidigen, wenn die sagen, boah, was warst du denn? Ich dachte, du warst beim Aufbereiter. Wird er nicht sagen, ja, aber ich hatte keinen Bock, dem Geld zu geben und wollte nur mal Huschi-Fuschi machen, sondern es fällt auf dich zurück. Das heißt, entscheide an der Stelle selbst, wie viel Eigenschutz dir denn auch mal wert ist, einen Auftrag zu verlieren und nimm nicht alles immer so an, wenn du der Meinung bist, das ist so nicht durchführbar. Aktueller Anlass, wirklich, bevor ich mich hier hingesetzt habe, um das Video hier aufzunehmen, kam ein Kunde an, der wollte eine Innenraumreinigung mit Rauchentfernung haben und als ich ihn dann darauf hinwies, dass wir bei einer Entrauchung wirklich jeden Quadratzentimeter im Innenraum reinigen müssen, weil sich das Nikotin da festsetzt, wollte er, nee, ja nur so ein bisschen und hier. Und da habe ich gesagt, tut mir leid, das passt einfach nicht dazu. Entweder machen wir eine Entrauchung oder wir machen keine Entrauchung. Was dazwischen, einfach nur ein Ozongerät rein und einmal aussaugen, ist für mich nicht Henne und nicht Ei. Der Kunde fährt wieder los, das Auto stinkt nach einer Woche wieder und ich bin der Idiot, der eine schlechte Leistung verbracht hat. Jetzt geht die richtige Arbeit los, jetzt wird poliert, stundenlang, manchmal sogar tagelang. Wichtig ist, und da kenne dich selbst. Bist du jemand, der nach 8 Stunden Polierarbeit, wenn es im Rücken zwickt, da dann doch nochmal schnell drüber huscht? Oder ziehst du durch? Sei da einfach ehrlich zu dir selbst und mach dann deine Tage lieber kürzer. Achte darauf, dass an jedem Bauteil in jedem Zentimeter so poliert wird, wie die Leistung es hergibt. Es muss nicht mehr gemacht werden, es muss nicht unnötig viel gemacht werden. Dem Kunden muss nicht unnötig Geld abgenommen werden für irgendeinen Quatsch. Bilde dich da auch in Maschinentechniken fort, bilde dich im Polieren fort, damit du auch wirklich eine Leistung anbietest, die natürlich eine hohe Qualität hat, aber die auch in der schnellstmöglichen Zeit die hohe Qualität hat. Weil es macht auch keinen Sinn, oder es ist einfach meiner Meinung nach nicht sinnvoll, dem Kunden unnötig viel Geld abnehmen für Quatscharbeiten oder weil es einfach an deiner Maschinentechnik hängt zum Beispiel. Ne? Sei da auch wirklich dir sicher, dass du nicht nur ein Stundenarbeiter bist, sondern dass du neben der reinen Arbeitszeit halt auch immer eine Qualität verkaufst und es an dir ist, diese Qualität möglichst sicherzustellen. Und der größte Feind, wie in vielen Bereichen, auch des Detailers und Aufbereiters, ist die Gewohnheit und die Sicherheit. Nur weil es immer so geklappt hat, kann es immer noch sein, dass beim 125. Mal es alles anders ist. Also sei immer bereit, alles, was du weißt, über Bord zu werfen, neue Dinge auszuprobieren, neuen Input einzunehmen, Leute zu fragen. Wie gesagt, dafür sind wir auch da. Frag uns gerne. Und einfach alles zu vergessen, was du dachtest zu wissen und das einfach komplett anders zu machen, weil es der Lack einfach mal so hergibt, die Verschmutzung es so hergibt oder es einfach sein muss. Sei nie zu sicher, dass du alles weißt. Sei nie der Meinung, dass nichts mehr kommen kann, was dich schockieren kann. Sei immer lieber ein bisschen zurückhaltend und darauf vorbereitet, dass irgendwas mal nicht so klappt und nimm dir dann wirklich die Zeit, alles so auszuführen, wie du möchtest und auch am Ende nochmal mit kühlem Kopf, ohne Hektik deine komplette Leistung zu kontrollieren, um sicher zu gehen, dass die Qualität stimmt. Mach dir Checklisten, kontrollier dich selber, nimm den Prozess Mensch, soweit es geht, raus, arbeite, soweit es geht, mit Objektivierung, mit Versachlichung und mit Prozessen, die sicherstellen, dass die Qualität stimmt. Auch wenn du nur eine One-Man-Show bist, schaff den Qualitätsmanagement, was wirklich funktioniert. Dann ist das Auto endlich fertig und der Kunde möchte das Fahrzeug sehen. Für die Übergabe empfehle ich dir entweder eine gut beleuchtete Halle, also wenn du einen Lichttunnel hast oder wirklich eine gute Ausleuchtung,
übergib den Wagen da oder übergib ihm draußen bei einer vernünftigen Umgebung. Ne? Bedecktes Tageslicht ist immer ein sehr ehrliches Licht und natürlich Sonnenlicht ist auch perfekt. Übergib das Auto da, wo der Kunde auch eventuelle Fehler entdecken kann. Geh mit ihm rum und zeig ihm auch, wenn irgendwas ist, wo du der Meinung bist, es ist zu zeigen. Zeig ihm den Eigenkratzer, den du nicht entfernen wolltest, um seinen Klarlack zu schonen. Zeig ihm vielleicht einen Überstand vom Coating, bei dem du der Meinung bist, das ist einfach abreagiert und es geht in einer Woche weg. Geh einfach da offensiv mit um, zeig ihm Sachen, die nicht so gut geklappt haben, zeig ihm Sachen, die drin bleiben. Es ist immer besser, das vorher zu kommunizieren, weil nicht jeder Kunde kommt damit wieder zu dir gerannt, aber jeder Kunde wird darüber reden. Das heißt, sei da wirklich einfach offensiv, sei vor allen Dingen ehrlich, versuch nichts zu verstecken, zu verschleiern. Integrität, nicht Intrigität. Und Ehrlichkeit gewinnt da einfach und man kann mit den Leuten reden und selbst wenn du mal einen blöden Spruch bekommst, die Offenheit und Ehrlichkeit wird sich am Ende durchsetzen, denn, das hat auch der Toni so schön im Podcast zusammengefasst, deine einzige und wichtigste Visitenkarte, die immer funktionieren muss, ist die Qualität. Wenn du immer die beste Qualität für das zur Verfügung stehende Budget lieferst, gibt es kein Entrinnen. Du wirst mit deinem Business erfolgreich sein, weil sich Qualität auf lange Sicht einfach durchsetzt. Das ist, wenn die Qualität stimmt und dann auch noch der Preis zur Qualität passt, wird es definitiv erfolgreich und du hast einen guten Prozess, um mit jedem Kunden klarzukommen und auch mal mit Problemen klarzukommen. Denn wenn du immer wirklich diesen Prozess durchläufst, sind ganz viele Schritte, wo dir Probleme auffallen können, wo du gegensteuern kannst und du hast alles sauber dokumentiert. Wenn doch mal was schief geht, kannst du perfekt argumentieren und mit dem Kunden zusammen eine Lösung finden. Ich danke dir fürs Zuschauen. Es war, glaube ich, ganz viel Input. Wir nehmen uns jetzt ganz viel aus diesem Video raus und werden dazu nochmal Videos machen. Wir werden nochmal über die Defektanalyse sprechen, über den Testspot, über die eigenen Antriebsarten. Also wir machen jetzt nochmal eine große Polierserie auf, um dich da auch zu unterstützen, diesen Prozess perfektionierbar zu halten. Wir werden auch nochmal über die Kalkulation von Polierstunden reden und ganz viel Erfahrung einfließen lassen. Ich danke dir. Ich wünsche dir allzeit erfolgreiche Kalkulation und eine gute Arbeit. Bleib dran.